Wochen Kate keine Erlaubnis, dieses Kleid verwenden zu dürfen. Ich werde sie nicht davon abhalten, wenn sie der ganzen Welt erzählt, dass du ihren Entwurf geklaut hast. Dann bist du nämlich schuld an dem Skandal. Ich ganz bestimmt nicht. In diesem Fall müsste Rebecca leider die Verwechslung erklären. Du verfolgst mich? Was bist du, eine Stalkerin? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich will, dass das nie wieder passiert. Du und Kim, ihr tauscht Positionen. Ich bin jetzt deine Assistentin. Richtig. Entschuldigung, ich habe mich verquatscht und darüber die Zeit vergessen. Wer ist das? Na, dein Kind? Das ist nicht Maxi! Ach du Scheiße. Ich habe den falschen Kinderwagen mitgenommen. Was redest du denn da? Das ist doch Maxis Kinderwagen. Ist es nicht. In Max' Kinderwagen ist unsere Adresse und Telefonnummer eingeklebt. Ich habe die Zeit völlig vergessen. Und als du dann die SMS geschickt hast, da bin ich so in Eile los. Da habe ich Lennarts Wagen mitgenommen. Wer zum Teufel ist Lennart? Das da ist Lennart. Das ist das Enkelkind von Heidemarie. Heidemarie? Ja, Heidemarie. Das ist eine sehr nette Dame. Wir haben uns im Schneiders kennengelernt. Wir haben uns unterhalten und dann sind wir in den Park und dann sind wir spazieren gegangen. Willst du damit sagen, dass mein Kind gerade bei einer wildfremden Frau ist? Gott, das tut mir so leid. Morgen. Hier, Kaffee, schwarz, 2 Stückchen Zucker. Was wird das? Also ich habe hier deine Entwürfe gesammelt und ein bisschen geordnet, sodass ich denke, dass der Verlauf einigermaßen nachvollziehbar ist. Wir haben gestern was besprochen. Ich weiß, ich bin Rebeccas Assistentin. Kim arbeitet für dich, nicht vergessen. Aber ich dachte, das gilt nicht ab jetzt. Doch. Aber ich dachte doch, dass Kim, der Vater hatte doch einen Unfall. Und im nächsten Tag wird sich öfters freinehmen. Bis dahin komme ich ohne Assistentin aus. Ich dachte, du bist die tausendmal bessere Mutter. Wie bescheuert kann man sein und einfach das falsche Kind mitbringen? Jessie, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ja, alles gut. Ist alles gut, ist alles gut. Also ich bin mir sicher, Max geht's gut. Diese Dame hat auch, wie heißt die? Heidemarie. Heidemarie, den Nachnamen, den weiß ich leider Hat das nicht. sicherlich schon gemerkt, dass das nicht ihr Enkel ist. Und die Adresse und die Telefonnummer gefunden. Was hast du vor? Ihr könnt vielleicht warten, bis diese senile Frau sich irgendwann meldet. Aber ich werde jetzt mein Kind suchen. Ja, ich komme. Du hast schon genug geholfen. Ich weiß, wie die Frau aussieht. Ja gut, dann hilf aber! Vorsichtig. Ich bin mir sicher, alles wird wieder gut. Wo ist das Telefon? Wo ist... Da, Ich rufe die Polizei an. Vielleicht hat die Dame sich da schon gemeldet. das ist eine gute Idee. Ich habe hier deine Post. Danke. Du wirst nach Paris eingeladen. Die Prostitut will dich für ein explosives Porträt. Die machen so eine Reihe über Nachwuchsdesigner. Rebecca, das ist genial. Aber ich meine, die können ja auch gar nicht anders nach dem Erfolg, den du auf der Show mit deinem Kleid hattest. Du willst es also wirklich darauf ankommen lassen und Kates Kleid als deines ausgeben? Das kannst du nicht machen. Das ist Diebstahl. Und wenn du das tust, dann kannst du dir nie wieder in die Augen schauen. Wenn ich es nicht tue, dann stehe ich als Versagerin da. Ja, das ist großartig. Soll ich einen Flug für dich buchen? Das kann Martha später machen. Martha? Ach so, entschuldige, du weißt das ja noch gar nicht. Juri und ich haben beschlossen, dass wir unsere Assistenten tauschen. Bitte? Ja, Martha ist jetzt für mich zuständig und du unterstützt Juri. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ist es irgendeine Strafe, weil ich mir ein paar Tage freigenommen habe, weil mein Vater im Krankenhaus liegt? Nein, natürlich nicht. Ach, wegen der Abmahnung, die ich letztens von Juri bekommen habe. Nein, Juri und ich fanden nur, es wäre für euch interessant, verschiedene Arbeitsweisen kennenzulernen. Arbeitsweisen? Rebecca, der Typ ist nie da. Also ich würde sagen, du besprichst das mit Martha und machst zusammen eine Übergabe, ja? Toll. Du, Kim, ich habe jetzt überhaupt keinen Kopf für irgendwelche Kindereien, ja? Du besprichst das mit Martha. Und was wird aus Paris? Ich nehme an, du wirst Martha mitnehmen und nicht mich. Kim, ich weiß noch gar nicht, ob ich diese Einladung überhaupt annehme. Okay. Dann habe ich ja jetzt hier nichts mehr verloren.
Nein, zur Taufe gratulieren ist gerade schlecht, habe ich dir doch gesagt. Ja, erkläre ich dir später, okay? Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße von Dana. Richtig aus. Ciao. Okay, also was immer los ist, du sollst 3-mal tief durchatmen, meint Christian. Dana, ich bin mir sicher, dass sich die Geschichte bald klären wird. Elisabeth und Jessica haben den Kleinen bestimmt schon längst wiedergefunden. Vermutlich. Ah. Ja, hallo? Am Apparat. Ja? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wo sind Sie? Okay, ich komme sofort dahin. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Was ist? Das war die Polizei. Die Dame, die hat da sofort angerufen, als sie gemerkt hat, dass sie das falsche Kind im Kinderwagen hat. Sie sind am Osteingang im Park. Ich muss los. Oh, ich rufe Jessica an. Sie können das Kind da sofort abholen. Was man nicht im Kopf hat. Alles klar, alles klar, alles klar. Wenn sich jemand meldet... Ihr seid im Park am Genau. Osteingang, kein Problem. Wo ist meine Tasche? Wo ist Dana. meine Tasche? Hey. Tief durchatmen. Alles ist gut. Ja. Alles gut. Alles gut? Das ist total unprofessionell. Wenn du mich schon loswerden willst, ja? Dann sei verdammt noch mal ehrlich zu mir. Und behaupte nicht, dass es besser wäre für mich, wenn ich mit irgendeinem anderen Designer mal zusammenarbeite. Denn das ist totaler Blödsinn. Ich weiß wirklich nicht, was mit dir los ist. Und es ist mir auch ehrlich gesagt, es ist mir nicht egal, aber ich will auch gar nicht mehr wissen. Und ich weiß auch nicht, warum du ständig so aggressiv wirst, wenn man dich auf deine Vergangenheit anspricht. Und warum du immer einen so auf geheimnisvoll tust. Aber ich dachte, das wäre schön, wenn man schon zusammen arbeitet, dass man sich ein bisschen näher kennenlernt. Wir arbeiten nicht mehr zusammen. Ja, aber nur weil ich versucht habe, dich zu verstehen und eine Beziehung zu dir aufzubauen. Das ist nicht dein Job. Ich brauche keine Assistentin, die zwischen privat und beruflich nicht unterscheiden kann. Arbeite Kim ein und geh danach zu Rebecca. Wo ist der Knopf? Immer noch Kopfschmerzen? Du vergisst in letzter Zeit wieder öfter deine Beißschiene. Heute Nacht hast du auch ganz schön geknirscht. Tut mir leid. Nein, so meine ich das nicht. Aber erinnere dich bitte daran, dass deine Kopfschmerzen daher gekommen sind. Ach, ich habe eine Einladung nach Paris. So eine Modezeitschrift möchte ein Porträt über mich machen. Aber das ist doch toll. Sie wollen mich, weil sie so begeistert sind von dem Finalkleid. Oh. Ja, schlimm genug, dass Tanja es bei der Show als meines präsentiert. Aber ich kann mich doch dafür jetzt nicht noch feiern lassen. Dann sag den Termin doch einfach ab. Tja, und wie erkläre ich das Sebastian? Der wird sich wundern, warum ich so eine Gratis-PR einfach in den Wind schieße. Dann sei doch ehrlich zu ihm. Rede mit ihm und sag ihm, dass das Kleid nicht von dir war. Sag ihm, dass Tanja hinter deinem Rücken durchgesetzt hat, dass es als seines präsentiert wird. Ja, stellt dir alles so einfach vor. Ja, weil es einfach ist. Die werden dich doch nicht wegen eines Kleides interviewen wollen. Rebecca, du bist eine fantastische Designerin und das kannst du denen da beweisen. Ich glaube, das ist jetzt mein Platz. Danke. Juri hat mich gebeten, dich einzuarbeiten. Nicht nur dich. Du weißt ja, Juri und ich sind uns schon ein bisschen näher gekommen. Ja? Offenbar ist er sehr von mir angetan. Ich meine, warum sonst sollte er mich als seine Assistentin haben wollen? Obwohl, vielleicht will er dich auch einfach nur loswerden. Kim, ich weiß, dass du nichts mit Juri hattest. Deswegen können wir hier vielleicht aufhören und endlich anfangen. Ich sag doch, du musst mir nichts erklären. Okay? Wo ist er? Draußen. Er fotografiert. Dort holt er sich seine Inspiration. Okay. Er fotografiert, bis die Speicherkarte voll ist. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn du die Speicherkarte bekommst,
Nehmen, herunterladen, archivieren, abspeichern, ja? Das nächste Mal nimmt er genau die gleiche und dann sind alle Fotos gelöscht. Wie oft denn noch? Du musst mir meinen Job nicht erklären. Gott sei Dank. Ein Glück, dass ich Sie endlich gefunden habe. Max, mein Kleiner. Haben wir miteinander Der will telefoniert? jetzt Wo ist mein Enkel? Ich dachte, Sie bringen ihn gleich mit. Als die Mutter von der Verwechslung gehört hat, da ist sie gleich los hier in dem Park mit dem Kleinen. Also sie müsste hier irgendwo im Park sein. Dann sind Sie doch nicht die Mutter des Kindes. Nee, doch. Ich bin Mama 2. Also nicht biologisch, nee. Ja, ist ja gut. Wenn Sie nicht die Mutter des Kindes sind, wer sind Sie dann? Doch, also quasi bin ich die Mutter. Also Max ist der Sohn meiner Freundin und wir ziehen das Kind zusammen groß. Wo ist denn jetzt die Dame, die Lennart mitgenommen hat? Das habe ich doch schon erklärt. Sie muss hier irgendwo im Park sein. Leider hat sie ihr Handy vergessen. Darf ich mein Kind jetzt bitte beruhigen? Solange Sie mir nicht genau erklären können, in welchem Verhältnis Sie zu dem Kind stehen, muss ich Sie bitten, Abstand zu halten. Entschuldigung, das habe ich doch schon erklärt. Das ist das Kind meiner Freundin und von meinem Mann. Mein Mann ist leider verstorben. So, der Kleine schreit. Weisen Sie sich bitte aus. Aber ich... Ausweis. Verdammt noch mal. Sonst noch irgendwas, was ich über Rebecca wissen sollte? Oh Gott, Kim. Ich weiß, ich habe mit deinem Mann geschlafen. Ich habe auch schon 1000-mal gesagt, wie leid mir das tut. Aber mehr kann ich nicht. Weißt du, ich will auch gar nicht, dass du mir verzeihst. Ich möchte einfach nur, dass wir hier, in diesem Rahmen, können wir professionell sein? Wow. Das war ja eine richtige Rede. Rebecca wird für 2 Tage nach Paris fliegen. Du musst dir die Termine bestätigen lassen und einen Flug für sie buchen. Und wo wohnt sie? Im Port Sorbonne. Da wohnt sie immer, wenn sie nach Paris geht. Danke. So, bitte. Was ist das? Einmal deine Flugbuchung und die Hotelreservierung. Ja, leg's ja am besten ein, ja. Ja. Sag mal, an was arbeitest du eigentlich gerade? Ich möchte nicht mit leeren Händen nach Paris. Oh, das ist aber relativ kurzfristig. Ich dachte, der Interviewtermin wäre nur für die aktuelle Kollektion. Ich möchte Ihnen halt beweisen, dass ich noch was Besseres drauf habe. Klar, aber das ist ganz schön schwierig. Ich meine, ein Finalkleid war echt der Hammer. Und ich glaube, das kann man kaum toppen. Also natürlich hast du die Entwürfe gemacht. Und wenn jemand das toppen kann, dann bist du das natürlich. Genau. Also auf jeden Fall, dein Flug geht übermorgen. Und du wohnst im Port Sorbonne. Wie bitte? Dein Flug geht übermorgen und du wohnst im Port Das ist total die Absteige. Wie kommst du da drauf, dass ich da wohne? Mach das bitte rückgängig, ja? Ich wohne im Feu de Rance. Und beim nächsten Mal fragst du am besten Kim, die weiß, in welchen Hotels ich da wohne, ja? Ja. Entschuldigung, mache ich. Noch was? Ja, ich müsste heute Nachmittag früh weg. Maximilians Taufe. Ach ja, stimmt. Da wollte ich eigentlich auch hin, aber keine Chance. Jetzt mach mal die Augen auf. Entschuldigung. Was machst du denn hier? Bestellung ausliefern. Hast du auch einen für mich? Klar, sind genug da. Bedien dich. Danke. Prost. Ja, seitdem ich in Düsseldorf bin, richtig nur Chaos an. Ja, Chaos kann aber auch sehr erfrischend sein. Nicht, wenn man sich in seinen Chef verliebt, der nichts von einem wissen will und man ausgerechnet mit dem Mann seiner Cousine ins Bett geht. Ja, das war keine gute Idee. Ja, ich hoffe echt, dass Kim und ihr das wieder hinkriegt. Denn so geht's ja langsam nicht weiter. Ach was. Naja, ich verstehe, dass Kim und wegen uns. Aber hey, sie hat jetzt meinen Job. Aber
Darum geht's gar nicht. Kim hat eben dafür gesorgt, dass ich mir von Rebecca eine Ansage anhören musste. Und ich meine, da hört doch wohl der Spaß auf. Es geht um meinen Job. Ach, es geht um deinen Job, ja? Sag mal, willst du mir gerade was vom Problem erzählen? Komm mal wieder runter, du bist nicht der Nabel der Welt, es dreht sich nicht alles um dich. Weißt du, wie es mir geht? Meine Ehe steht gerade auf dem Spiel und du laberst mich mit einem scheiß Job zu. Du findest schon einen neuen, aber eine Frau wie Kim, die findet man nie wieder. Ich hab's gerade erst gehört. Gratuliere. Exklusivinterview in der Branche-Typ. Das ist die perfekte PR für LCL. Soll ich mir sagen lassen. Danke. Was ist denn los? Freust dich ja gar nicht. Doch, doch, doch. Ja, ich weiß, du stehst nicht gerne im Mittelpunkt. Aber ich finde, du kannst jetzt mal ruhig stolz auf dich sein. Juri, hin oder her, du mit deinen Entwürfen, du bist das perfekte Aushängeschild für LCL. Abgesehen davon, der Zeitpunkt könnte nicht besser sein. Uns stehen ein paar Umstrukturierungen ins Haus und wir können jede PR gut brauchen. Hast mir einen Gefallen getan. Es freut mich, dass ich dir helfen kann. Du kannst mir wirklich helfen. Frau Wolf hat hier eine kleine Mappe für mich zusammengestellt. Aha, was ist das? Es sind einige Kandidaten, die für Tanjas Nachfolge in Frage kommen. Wäre schön, wenn wir die zusammen mal durchgehen könnten. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Dann ist es sicher, dass Tanja geht? Na klar. Mit Ansgar hat sie ihren letzten Trumpf verloren, den sie hier noch halten konnte. In ein paar Wochen ist sie weg, endgültig. Ja, komm doch einfach in meinem Büro vorbei, wenn du hier fertig bist, ja? Klar. Und? Wenn Sie sehen, dass ich das Kind beruhigen kann, dann werden Sie ja wohl wissen, dass er mich kennt. Tut mir leid, Sie können sich nicht ausweisen und mir auch sonst nicht belegen, dass Sie mit dem Kind verwandt sind. Also wenn seine wahre Mutter nicht auftaucht, dann muss ich das Jugendamt einschalten. Oh, dem Himmel sei Dank, Lennart. Sind Sie die Mutter? Ja, das bin ich. Können Sie sich ausweisen? Natürlich kann ich mich ausweisen, aber ich werde jetzt erstmal mein Kind beruhigen. Tut mir leid, ich muss da drauf bestehen. Maxi, komm her. Oh ja, Mama ist da. Mama ist da. Kann ich jetzt bitte mal einen Ausweis sehen? Ja. Guck mal, da ist der Ausweis drin. Hier ist der Ausweis. Und da ist die Geburtsurkunde. Hast du die immer dabei? Nein, heute ist doch die Taufe, deswegen die Taufe. Es tut mir so unendlich leid. Wirklich, es tut mir leid. Ich meine, schaut euch doch die Wagen an. Die sehen doch total gleich aus. Ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass ich die beiden Wagen vertauscht habe. Jetzt ist ja doch Gott sei Dank alles in Ordnung. Ja gut, das hat sich ja dann alles wieder geklärt. Ja, dann. Oh Gott. Schönen Tag noch, ne? Mama ist da, Mama ist da. Es wird gut. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to die. So, jetzt ist alles wieder gut. Dass mir das passieren konnte. Habt ihr mal sowas wie einen Cognac? Klar. Es war das gleiche Kinderwagenmodell. Das völlig andere Kind drin. Ich kann euch sagen, wie das passieren konnte. Weil du nicht ein einziges Mal in den Wagen geguckt hast. Du hättest wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, wenn überhaupt kein Kind drin gelegen hätte. Das ist sowas von verantwortungslos. Jessica, beruhig dich wieder. Max ist wieder da. Ist doch gar nichts passiert. Woher willst du das wissen? Was ist, wenn er jetzt ein Trauma hat, weil seine Oma Elsbeth ihn gegen ein anderes Kind eingetauscht hat? Wahrscheinlich hat er von dem ganzen Wirrwarr überhaupt nichts mitbekommen. Du hast doch gehört, wie er geschrien hat.
Woher willst du wissen, was in seinem kleinen Köpfchen vor sich geht? Ich spüre das. Ich bin seine Mama. Und dass du Taufpatin bist, das kannst du sowas von vergessen. Ist das Sebastians neuer Stil? Lässt eine mittelklassige Designerin auswählen, wer LCL leiten soll? Hör zu, ich wollte mich da gar nicht einmischen. Offenbar steckst du mittendrin. Sebastian wird deinen Nachfolger bestimmen. Er wollte bloß meine Meinung einholen. So wie es aussieht, legt Sebastian ziemlich viel Wert auf deine Einschätzung. Hm? Tanja, was willst du? Ich möchte dir, sagen wir mal, einen Vorschlag machen. Du nimmst jetzt diese Mappe, bringst sie zu Sebastian zurück und sagst ihm, dass keiner der Kandidaten in Frage kommt. Dann rätst du ihm, mich als Geschäftsführerin zu behalten. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Damit kommst du nicht durch. Du wirst bestimmt sehr überzeugend sein. Andernfalls werde ich nämlich zu Sebastian gehen und ihm erklären, dass das wundervolle Finalkleid mit dem LCL so erfolgreich wird, gar nicht von dir stammt, sondern von einer anderen Designerin. Tanja, du hast gegen meinen Willen das Kleid auf der Show präsentieren lassen. Und du hast ja gar nicht widersprochen, als die alle zugejubelt haben. Damit kommst du nicht durch. Das werden wir ja sehen. Ich könnte Sebastian ja auch gleich vorschlagen, dass sein Headhunter eine neue Chefdesignerin suchen soll. Was ist eigentlich los? Bist du immer noch sauer, weil Elisabeth gesagt hat, dass du keine gute Mutter bist und Quatsch, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Womit dann? Sag mal, hast du eine Ahnung, was für eine verdammte Angst ich hatte? Ja, die hatte ich auch. Und Elisabeth auch. Die ist immer noch total verzweifelt und macht sich Vorwürfe. Zu Recht. Du tust gerade so, als würdest du nie irgendeinen Fehler machen. Das ist noch gar nicht so lange her, da ist dir Maxi fast vom Tisch gefallen. Ach, willst du jetzt auch noch sagen, dass ich keine gute Mutter bin? Nein, Mann, darum geht's gar nicht. Irgendwie geht's gerade um mich. Wie? Ich weiß genau, wie sich Elisabeth gerade fühlt, weil ich mich vorhin genauso gefühlt habe. Wie jetzt? Maxi hat eben so geschrien im Park und ich wollte zu ihm und wollte ihn trösten, aber dieser Polizist hat mich nicht gelassen, weil ich nicht seine richtige Mutter bin. Ich war so komplett hilflos. Da liegt dieses Kind und das schreit und ich will es trösten und ich darf einfach nicht. Dieser Polizist ist ein Idiot. Er hat sich nur an die Vorschriften gehalten. Für mich bist du immer die Mama 2. Was auch immer das bedeutet. So, komm, wir müssen los. Die Taufeier fängt gleich an. Es sei denn, du willst das alles platzen lassen wegen Elisabeth. Nee, wir ziehen das zusammen durch. Au! Entschuldige. No simple. Avec une chambre séparée. Oh, ich glaube, ich habe irgendwas falsch gesagt. Tout suite. Verstehen Sie? Alles als Suite. Oh, Sie sprechen Deutsch. Oh, warum sagen Sie es nicht sofort? Ja, genau. Eine Suite. Ja. Aufnahmen Rebecca von Lahnstein. Genau. Dankeschön. Merci. Au revoir. Geht doch. So. Gut. Dann werde ich mich jetzt mal alleine einarbeiten. Also. Kim. Speicherkarte. Und? Hat alles mit Rebeckas Hotelreservierung geklappt? Ja, klar. Und bei dir? Wie läuft's mit Juri? Super. Fühlt sich an wie Urlaub.
Ja, für dich ist das natürlich hart, aber dann lernst du wenigstens mal, was Arbeit ist. Ich habe ihr wenigstens gesagt, was sie zu tun hat. Onkelchen! Hallo. 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 Oh, ja. Füllen Sie das bitte in die Porzellanschüssel und stellen es aufs Buffet, ja? Ja, im Esszimmer ist alles für die Taufe vorbereitet. Es fehlt nur noch das Taufkind. Dass er jetzt zum Glück wieder da ist. Ja. Ja, ist schon gut. Tut mir leid. In ganzen Sätzen. Ja. Vielleicht habe ich vorhin ein bisschen überreagiert. Und es geht hier ja schließlich um Maxi. Und deshalb würde es uns glücklich machen, wenn du vielleicht doch die Taufpatin bist, wenn du möchtest. Ja, das möchte ich. Gut, du darfst ihn dann auch mal nehmen. Komm her. Aber lass ihn nicht fallen, ja? War ein Witz. Hallo. Oh, hallo, herzlich willkommen. Hey. So. So, Nee, lieber so. Hallo, herzlich willkommen. Ankommen, das nehme ich Ihnen. Dankeschön, so. Herzlichen Glückwunsch zum Großneffen. Ja, Maximilian ist wirklich ein Prachtbursche. Gute. Oh, Dr. Mel. Glückwunsch. Ist alles in Ordnung mit dir? Ja, das ist sicher. An solchen Tagen fehlt er besonders. Ja, das ist es nicht. Aber was ist es dann? Ich frage mich einfach, welche Rolle ich in Maximilians Leben eigentlich spiele. Du bist seine Mutter. Ja, nee, genau die bin ich nicht. Und für ihn wird es keinen Unterschied machen. Ja, für ihn vielleicht nicht. Aber ich kann niemals entscheiden, ob er geimpft wird oder auf welche Schule er mal gehen wird. Und wenn er krank ist und ins Krankenhaus muss, dann bin ich immer nur Besucher. Ja, also mir nach im Festzimmer ist alles vorbereitet. Mir nach. Ist alles in Ordnung. Wir reden später. Es ist... Komm. Also, wenn du mich fragst, ja? Die Lahnstein lässt sich nicht so einfach vor die Tür setzen. Ich wette, es gibt noch richtig Ärger. Sag mal, arbeitet ihr auch für euer Geld oder werdet ihr nur fürs Tratschen bezahlt? Was habt ihr unten überhaupt zu suchen? Wenn ich euch noch mal erwische, ja, dann gibt's richtig Ärger. Verstanden? Ja, Frau von Lahnstein. Die Taufe. Schon genauso schlimm wie die alte. Kim? Wo hast du die Fotos gespeichert? Oh, das muss ich noch machen. Das habe ich vergessen. Ich hab die gelöscht. Ach so, Warum hörst du nicht zu? Entschuldigung, Ey, wenn du nicht gefeuert werden willst, dann mach deine Arbeit und denk ein bisschen mit, okay? Dann gehe ich nicht zu Maxis Taufe. Was ist? Ich fühle mich schlecht. I walk barefoot where the water drowns the sand. With you no longer here to hold my hand, I let go. I let go. The ocean makes my swelling heart feel small. The sounds it makes, you won't hear it if I call. I let go. I let go.
There's Vaters a und des Sohnes boat anchored und des out. Heiligen Geistes. There's a Amen. calm under the waves as I choose to sink. Your skin protected me from sunbeams. Your hands made sure I'd stay intact. I let go. I let go. You were always there to walk me home. With you not here, the streets I roam. I let go. I let go. Ich halte leider keinen dieser Kandidaten für geeignet, die Geschäftsführung zu übernehmen. Entschuldige, das sind die besten Leute, die zurzeit auf dem Markt zur Verfügung stehen. Aber keiner kennt diese Firma. Worauf willst du hinaus? Ich weiß, dass es schwierig ist mit Tanja. Aber sie ist nun mal LCL und sie hat das Unternehmen dahin gebracht, wo es jetzt ist. Und ja, ich weiß, was passiert, wenn sie weg ist. Willst du mir gerade sagen, dass ich Tanja halten soll? Es wäre das Beste für die Firma. Du wolltest meine Meinung hören. Aber das kann doch nicht dein Ernst sein. Rebecca, was ist los mit dir? Du hast doch die ganze Zeit hinter meiner Entscheidung gestanden. Ja, jetzt habe ich halt meine Meinung noch mal geändert. Weißt du, ich muss das auch von der Modeseite betrachten und Tanja hat einen Namen. Einen sehr guten Namen. Was hat sie gegen dich in der Hand? Womit setzt sie dich unter Druck? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, Rebecca, hör auf. Ich kenne dich, seitdem du ein Baby warst. Ich merke, wenn du lügst. Also? Das Finalkleid, was auf der Show gezeigt wurde, ist nicht von mir. Ich habe es, kurz gesagt, von einer unbekannten Designerin geklaut und konnte nicht verhindern, dass es gezeigt wird. Tanja weiß das. Und du kannst dir vorstellen, dass sie mich damit in der Branche als Designerin komplett ruinieren kann. Ja, auch wenn ich versuchen werde, meiner Rolle als Großmutter, ja, als gerecht zu werden, gibt es doch zwei Menschen, die wir schmerzlich vermissen. Dein Vater Hagen und dein Großvater Ludwig. Hagen und Ludwig, wo auch immer ihr uns gerade zuschaut, und ich weiß, das tut ihr, weiß ich doch auch, dass ihr sehr stolz werdet auf euren Sohn und Enkel und natürlich auf die zwei Mütter. Auf Maximilian. Auf Maximilian. Ja, ich würde auch ganz gerne was zum Maximilian sagen. Obwohl ich weiß, dass er mich noch gar nicht so richtig versteht. Aber ist ja noch ziemlich kleiner. Maximilian. Du. Lass dir niemals einreden, dass du irgendwas nicht schaffen kannst. Das ist Quatsch. Wirklich. Denn man kann... Es gibt bestimmt Sachen, die man nicht schaffen kann. Oder die ziemlich schwierig sind zu schaffen. Irgendwie. Aber wenn du nur die Hälfte... Also, wenn du sogar nur die Hälfte von wenig hast, dann hast du noch weniger. Und die Hälfte von noch weniger hast du gar nichts. Also, was ich sagen möchte ist, nimm dir lieber zu viel vor als zu wenig. Genau. Und wenn du Probleme hast, dann kannst du mich anrufen. Ich bin da. Ich bin oft nicht da. Aber also Handy immer. So. Und also ich werde das noch mal üben mit dem Reden. Versprochen. Prost. Auf Maximilian.
Also Martha ist bestimmt bekloppt, aber ich glaube, als Patin wird es sich ganz gut machen. Und wann hättest du es mir gesagt? Wenn Tanja dich nicht erpresst hätte? Gar nicht. Glaub mir, ich bin da wirklich nicht stolz drauf. Aber es war die einzige Möglichkeit, meinen Job zu behalten. Hättest mit mir reden können. Diskret. Stattdessen fällst du mir in den Rücken. Das wollte ich nicht. Dann hättest du vielleicht mal ein bisschen besser darüber nachdenken sollen, was du tust. Mann, hast du eigentlich irgendeine Ahnung, was es bedeutet, immer auf Punkt kreativ zu sein, weißt du? Immer allen beweisen zu müssen, wie gut man ist? Wenn alle immer den nächsten großartigen Wurf von dir erwarten? Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Du hast ja immer alles im Griff. Was? Soll das jetzt ein schlechter Scherz sein? Ich und alles im Griff? Meine Ehe ist gerade vor die Wand gefahren. Ich werde heute noch geschieden von der Frau, die ich Gott weiß warum immer noch liebe. Ach ja, und abgesehen davon soll ich ja dieses Unternehmen führen, von dem die gesamte Existenz dieser Familie abhängt. Den Job wolltest du doch immer haben. Nicht dadurch, dass ich Angst habe. Nicht dadurch, dass Ansgar einen Unfall hatte und jetzt im Krankenhaus liegt. Ich versuche, dieses Unternehmen zu führen. So, wie unser Vater das von uns erwartet hätte. Das heißt, ohne Ansgar, ohne Tanja, ohne miese Tricks. Aber das Ganze gestaltet sich natürlich ungleich schwieriger, wenn jetzt schon meine eigene Schwester mir nicht mehr vertraut. Ich bin deine Patentante. Du musst doch jetzt nicht weinen. Komm, ich zeig dir einen Trick. Okay. Er mag es, wenn man so hüpft. Hüpft. Willst du es mal selber probieren? Okay. Oh, er hat echt so ein Glück. 2 so tolle Mütter. 2 so tolle Patentanten. Stürzt dich, wenn ich kurz ins Bad gehe? Ich weiß jetzt ja, wo der Knopf ist. Ach, kleiner Maximilian. Hm. Ich hoffe, ich krieg das mit dem Patensein besser hin als alles andere. Ich bin nämlich manchmal ganz schön dämlich, weißt du. Vorhin, also mit deiner Tante Kim, ich habe sie nicht absichtlich ins offene Messer laufen lassen. Ich habe ihr schon Bescheid gesagt. Aber ich habe ihr auch nicht geholfen, als dann soweit war. Fakt ist doch, Tanja hat diesen Laden jetzt in der Hand. Sie kann die Bombe jederzeit hochgehen lassen. Ja, was soll ich jetzt tun? Ich hoffe, ich kann mich wenigstens noch auf deine Loyalität verlassen, was Tanja und Ansgar angeht. Ach ja, und falls deine Arbeit hier dich zu sehr unter Druck setzt, vielleicht denkst du mal drüber nach, ob das der richtige Job für dich ist. Was ist das? Die Stoffprobe. Das ist Maraschino-Rot. Ich brauche Cayenne. Oh, gibt's da einen Unterschied? Okay, soll ich den zurückbringen? Also Cayenne. Okay. Dass Dicky bei dem Gerenne nicht abgespeckt hat. Dicky wäre das nicht passiert. Dieser Schokopudding ist so toll. Bitte, das ist Mousse au Chocolat. Ich habe den ganzen Tag in der Küche gestanden. Wo warst du denn? Martha hat dich überall gesucht. Ist sie schon weg? Ja, die musste wieder zur Arbeit. Okay. Sorry, ich brauchte nur eine Minute für mich. Ist sie schlecht? Nein, mir ist nur eins klar geworden. Kann ich mal mit dir reden? Jetzt? Ja, jetzt. Ich habe mich doch bei Elisabeth entschuldigt und eigentlich musste jetzt wieder alles. Darum geht's nicht.
Weißt du, heute im Park, ich kam mir vor wie eine vollkommen Fremde. Ich konnte nicht für Maxi da sein. Das redest du nicht immer noch über diesen bescheuerten Polizisten? Ja, weil mir dabei eins klar geworden ist. Was ist denn, wenn du vor ein Auto rennst? Dana, was wird das jetzt? Nur mal angenommen. Wo kommt Max dann hin? Natürlich zu dir. Nee, kommt er nicht. Weil ich bin genau genommen gar nichts für ihn. Ja, allenfalls kommt er noch zu seinen Patentanten. Ja, da kann man noch. Egal, ich habe mir was überlegt. Und vermutlich findest du meinen Vorschlag vollkommen absurd. Aber das ist das, was ich mir wünsche. Ich will Max adoptieren. Damit ich als seine zweite Mutter für ihn da sein kann. Mit allen Rechten und Pflichten. Und griffig wie ein rauher Dackel am Nacken. Ich finde es so krass, dass die Lahnstein gefeuert wurde. Du nicht auch? Ja. Du, wir reden gleich weiter, ja? Hey, das war nicht okay mit dem Hotel. Du hast mich absichtlich bei Rebecca auflaufen lassen. Und? Ich habe dir vorhin schon gesagt, dass du auf mich sauer bist. Ist dein gutes Recht. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich mir alles gefallen lasse. Solange wir hier in diesem Gebäude sind und versuchen, unseren Job zu machen, legen wir eine Pause ein. Es hat keiner was davon, wenn wir hier rausfliegen. Also, Deal? Deal. Solange wir hier unseren Job machen. Hey, Rebecca. Alles klar? Ja, ja. Du bist ganz schön weiß. Es ist alles okay, Wert. Okay. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Rebecca? Rebecca? Rebecca, ist klar?